and welcome to my AVZ channel. My name's Aidan O'Rourke. This is the German version of my video tour of 47 Beatles locations in Liverpool and Wirral. I uploaded the English version on the 9th of January 2021, my birthday, mein Geburtstag. I'm fascinated with the Beatles as their music was the soundtrack to my earliest childhood. Songs like She Loves You and I Want to Hold Your Hand, fantastic. And they did German versions as well. Sie liebt dich and Komm gib mir deine Hand. People ask me, why do I produce videos in German? Well, there are a number of reasons. First, I'm a linguist and I want to use my languages. Second, because it's fun, es macht Spaß. And I learn a lot, new facts, new words and phrases in German. Third, I like to provide useful and interesting material for my students to learn from. Fourth, I want to reach out from the English-speaking world to the German-speaking world. I want my channel to be a kind of rendezvous of cultures. And there's another reason. Because there are at the moment some people, mainly in England, quite a few in government, who would like to discourage us from learning languages and who want us to turn our backs on the rest of Europe and to have trading links mainly with the Anglosphere, the so-called Anglosphere. That tendency needs to be resisted, and this is how I'm doing it, by producing multilingual content on cities and journeys across Europe and the world, and of course teaching German. You can support what I'm doing by subscribing to the AVZ channel. If you haven't already, then please do so now. Thank you. Dankeschön. Finally, I'm doing this German version in honour of Hamburg. I'm planning to do a feature on the Beatles in Hamburg very soon. So please activate the subtitles, and I think we're ready to proceed now to the front of the terminal. So let's go. Los geht's. Die bekannten Doppeldecker-Tourbusse bringen Sie zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Liverpool. Die Magical Mystery Tour ist eine auf die Beatles spezialisierte zweistündige Tour. Für eine individuelle Beatles-Tour können Sie auch eines der Fab Four Taxis nehmen. Der Fahrer wird Ihnen viel Interessantes erzählen und es gibt Aufzeichnungen in mehreren verschiedenen Sprachen. Unser Ausgangspunkt ist der Flughafen, 7,5 Meilen oder 12 Kilometer südlich des Stadtzentrums. Im Jahr 2001 wurde er in Liverpool John Lennon Airport umbenannt. Das neue Terminal wurde im Jahr 2002 eröffnet. Im Inneren des Terminals befindet sich eine John Lennon-Statue des Künstlers Tom Murphy. Eine Tafel in der Nähe informiert darüber, dass das Terminal und das nahegelegene Gewerbegebiet mit EU-Mitteln kofinanziert wurden. Das Yellow Submarine steht vor dem Terminal. Es stand früher an der Uferpromenade und wurde ursprünglich von Schiffbauerlehrlingen der Reederei Camel Laird für das Internationale Gartenfestival im Jahr 1984 gebaut. Der Song Yellow Submarine wurde 1966 veröffentlicht. Der Film kam 1968 in die Kinos. Das alte Flughafenterminal wurde 1938 eröffnet. 1964 begrüßten Tausende von Fans die Beatles nach ihrer US-Tournee. Heute können sie hier übernachten, denn es ist das Crowne Plaza Liverpool John Lennon Airport Hotel. Der Bahnhof Liverpool South Parkway ist ein Bahnhof und Busbahnhof im Stadtteil Garston in Liverpool. Die Linie 86 ist ein Stadtbus, der von der privaten Firma Stagecoach betrieben wird. In den 1950er Jahren hatte Liverpool seine eigenen Stadtbusse. Sie waren in einem markanten Grün lackiert, das zum Charakter der Stadt gehörte.
Die Linie 86 fährt ganz in der Nähe von Pauls Haus vorbei. Er fuhr jeden Tag mit dem 86er Bus zur Schule und es wird gesagt, dass das Fahren mit dem Bus sein Songwriting beeinflusst hat. Die Ausstellung Double Fantasy war 2018 und 2019 im Liverpooler Museum zu sehen. Wir fahren mit dem Bus 86 die Mather Avenue entlang. Pauls Haus liegt auf der linken Seite. Wir werden später dorthin gehen. Wir steigen in der Nähe des Sgt. Pepper Bistro aus. Dieses Gebäude war das Wartehäuschen in der Mitte des Kreisverkehrs in dem Song Penny Lane. Ein zusätzliches Stockwerk wurde hinzugefügt, als das Bistro wurde. Leider ist es seit ein paar Jahren geschlossen. Paul, John und George trafen sich oft in diesem ehemaligen Buswartehäuschen. Mit Strawberry Fields Forever, Penny Lane veröffentlichten die Beatles am 13. Februar 1967 ihre vielleicht populärste Doppel-A-Seiten-Single. Im Jahr 2020 gab es eine Kontroverse, als das Schild besprüht wurde und das Wort Rassist darüber geschrieben wurde. Der Sprayer hätte seine Fakten überprüfen sollen. Der Name hat keine Verbindung mit dem Sklavenschiffsbesitzer James Penny. Eine triste Gasse auf dem Lande würde jedenfalls nicht nach einem prominenten Händler in der Stadt benannt werden. Der Song wurde als Hommage an Penny Lane geschrieben, aber jetzt ist Penny Lane wegen des Songs berühmt, der mich als Kind in seinen Bann gezogen hat. Im Juni 2018 kehrte Paul für die Late Late Show mit James Corden in die Penny Lane zurück und schrieb sein Autogramm auf das Schild. Wir halten an den Toren von Strawberry Field in der Beaconsfield Road, nicht weit von dem Haus entfernt, in dem John Lennon mit seiner Tante Mimi lebte. Fans aus der ganzen Welt kommen zu den Toren und hinterlassen Botschaften. Die Tore sind eine Nachbildung der echten Tore. In dem Lied erinnert sich John an seine Kindheit und auch dieses Lied hat mich in meiner Kindheit sehr in den Bann gezogen. Seit 2020 ist es möglich, durch die roten Tore zu gehen und die berühmte Stätte zu betreten. Das Besucherzentrum hat eine Ausstellung und viele andere Attraktionen. Es befindet sich im Besitz der Heilsarmee und wird von ihr betrieben. Nicht viele Menschen wissen, dass es im Calderstones Park einen japanischen Garten gibt. Calderstones Park hat viele Verbindungen zu den frühen Jahren der Beatles. Ich frage mich, ob John sich jemals vorgestellt hat, dass er eines Tages eine Japanerin heiraten würde. Wir fahren weiter zur St. Peter's Church im Ort Woolton. Hier finden wir den berühmten Grabstein, auf dem der Name Eleanor Rigby steht. Der Name könnte die Inspiration für das berühmte Lied gewesen sein. Paul McCartney erklärt mehr in einer interessanten und unheimlichen Geschichte. Versuchen Sie es zu googeln. 1957 trafen sich John und Paul zum ersten Mal bei einem Dorffest bei der St. Peter's Church. Wir fahren ins Stadtzentrum und besuchen auf dem Weg dorthin das Viertel der Wells Streets. Ringo Starr wurde in der Madryn Street 9 geboren. Das Haus sollte, wie der größte Teil des Viertels Wells Streets, abgerissen werden. Beatles-Fans kamen hierher und schrieben Botschaften an die Fassade. Doch es kam zu einer Umkehr der Pläne. Das Wells Streets Viertel wurde renoviert und heute sieht das Haus beinahe neu aus. Ringo Starrs Familie zog in die Nummer 10 der Admiral Grove, nur ein paar Schritte von der Madryn Street 9 entfernt. Hier lebte Ringo, bis er 1963 berühmt wurde.
1943 wurde George Harrison in der Arnold Grove 12, einem kleinen Reihenhaus in Wavertree, geboren. Seine Familie zog später in ein Haus in Speke. 1964 standen die Beatles auf dem Balkon des Rathauses vor Tausenden von kreischenden Fans. 20 Jahre später wurden sie mit der Freedom of the City ausgezeichnet. In der Lobby finden Sie eine Gedenktafel mit den Namen der Fab Four. Leider war John nicht dabei, um die Ehrung zu erleben. Nun geht es zu Fuß weiter durch Liverpools Kreativviertel unweit der Universität. In der Gambier Terrace 3 wohnte John Lennon 1960 zusammen mit dem ehemaligen Beatles-Bassisten Stuart Sutcliffe und anderen, darunter die Künstlerin Margaret Chapman. Sie alle waren Studenten am nahegelegenen Liverpool College of Art. Die historische Faulkner Street wurde Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut und kommt oft in historischen Dramen vor. Der Beatles-Manager Brian Epstein wohnte in der Faulkner Street und ihm gehörte die Erdgeschosswohnung in der Nummer 36. Er bot sie John Lennon und seiner ersten Frau Cynthia an. Sie lebten hier von 1962 bis 1963. In der Mount Street stoßen wir auf einen markanten Säulengang im römischen Stil. Auf ihm stehen die Worte Liverpool Institute and School of Art 1825. Paul McCartney und George Harrison besuchten das Liverpool Institute, als es noch ein Jungengymnasium war. Heute ist es das Liverpool Institute for the Performing Arts, das von Paul McCartney und Mark Featherston Whitty mitbegründet wurde. Die anfängliche Finanzierung des Instituts wurde durch die Liverpool City Challenge, die Europäische Union und den privaten Sektor bereitgestellt. Die Beatles besuchten oft den Pub The Crack in der Rice Street. Er ist voll mit Beatles-Erinnerungsstücken und hat eine urige, gemütliche Atmosphäre. Die Philharmonic Hall liegt in der Hope Street und schräg gegenüber befindet sich der Philharmonic Pub. Es ist einer der größten und prächtigsten Pubs der Stadt. Im Juni 2018 gab Paul ein Überraschungskonzert im Innern des Pubs für die Late Late Show mit James Corden. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. John Lennon wurde am 9. Oktober 1940 im ehemaligen Liverpool Maternity Hospital geboren. Es gibt eine interessante Gedenktafel neben dem Eingang. Jetzt ist es ein Universitätswohnheim. Brian Epstein wurde in der Rodney Street 4 geboren. Eine schön gestaltete Gedenktafel informiert über sein Leben und seinen tragischen Tod im Alter von 32 Jahren. In den 1960er Jahren spielten die Beatles und andere berühmte Bands im Blue Angel Nightclub. Er befindet sich in der Seal Street in Chinatown. Das Jacaranda ist ein Musiklokal, das eng mit dem Aufstieg des Merseybeat in den 1960er Jahren verbunden ist. Es wurde 1958 von Alan Williams, dem ersten Manager der Beatles, eröffnet. Auf dem Twitter-Profil des Jacaranda heißt es sei eine Neuinterpretation des ersten Ortes, an dem die Beatles einst spielten. Konzertort, Bar, Club und Vinylplattenladen. Von hier aus gehen wir hinunter zum Pierhead. Das dürfte etwa 15 Minuten dauern. Im Museum of Liverpool können Sie etwas über die Stadt erfahren, in der die Beatles aufgewachsen sind. Von 2018 bis 2019 war hier die Ausstellung Double Fantasy zu sehen. Das Museum of Liverpool erzählt die Geschichte von Liverpool und ist eine der Hauptattraktionen der Stadt. Es wurde aus verschiedenen Quellen finanziert, unter anderem aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der EU und wurde 2011 eröffnet. In der British Music Experience erfahren Sie alles über britische Popmusik.
einschließlich vieler anderer berühmter Liverpooler Bands, die vielleicht im Schatten der allgegenwärtigen Beatles stehen. Die Beatles-Statue wurde von Andrew Edwards entworfen und ist wahrscheinlich Liverpools beliebteste Selfie-Möglichkeit. Die 4 überlebensgroßen Figuren wurden im Dezember 2015 enthüllt, 50 Jahre nach dem letzten Auftritt der Beatles in der Stadt. Auf der anderen Seite des Mersey in New Brighton besuchen wir die Stelle, an der sich der Tower Ballroom befand. Auf der Spitze des Gebäudes stand einst der höchste Turm Großbritanniens. Er wurde um 1919 abgerissen. 1969 wurde das Gebäude durch ein Feuer beschädigt und abgerissen. Die Beatles spielten hier auf 27 Veranstaltungen zwischen 1961 und 1963. Man stelle sich nur vor, was für eine Touristenattraktion der Turm und der Ballsaal wären, wenn sie heute noch da wären. Die Beatles gaben nur ein einziges Konzert am New Brighton Pier, der Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut und leider in den frühen 1970er Jahren abgerissen wurde. Die MV Royal Iris wurde 1950 gebaut und diente als eine der Mersey-Fähren. In den 1960er Jahren spielten die Beatles und Gerry and the Pacemakers auf Cavern-Kreuzfahrten auf dem Mersey. Pläne, sie in einen schwimmenden Nachtclub zu verwandeln, scheiterten. Und 2019 lag sie in Woolwich, London auf der Themse, halb unter Wasser. Die Beatles spielten viele Male auf dem Wirral und unter anderem im Grosvenor Ballroom, Liskeard, unweit von New Brighton. Das Innere des Saals sieht noch genauso aus wie in den frühen 60ern. Er wird für Tänze und Gemeindeveranstaltungen genutzt. Die Beatles hatten einen Auftritt in der Apollo Roller Rink in Morton, nicht weit vom Meer entfernt. Das war 1962 und wurde von Tony Booth, dem Plakatkünstler der Beatles, beworben. Heute ist es eine Tanzschule. Der Majestic Ballroom Birkenhead spielte in den 1960er Jahren eine wichtige Rolle in der Musikszene von Merseyside. Die Beatles spielten hier zwischen 1962 und 1963 auf 17 Veranstaltungen. Das Gebäude wurde später als chinesisches Restaurant genutzt. Paul kam oft in die Gegend in der Nähe von The Victoria Hall, High Bebington, um Verwandte zu besuchen. 1962 spielten die Beatles hier am 4. August. Viele Touristen kommen in das Modelldorf Port Sunlight wegen seiner Kunstgalerie und den schönen Häusern. Port Sunlight wurde im späten 19. Jahrhundert von dem wohlhabenden Seifenfabrikanten Lord Leverhulme für seine Angestellten erbaut. In der Hume Hall spielten die Beatles am 18. August 1962 ihr erstes Konzert mit Ringo Starr als Schlagzeuger. Jetzt fahren wir mit dem Zug zurück ins Stadtzentrum von Liverpool und besuchen das Cavern Quarter. Die Eleanor Rigby-Statue steht in der Stanley Street, unweit der Matthew Street. Sie wurde von dem Sänger und Künstler Tommy Steele geschaffen und 1982 der Stadt Liverpool geschenkt. Die Matthew Street ist den Beatles gewidmet, aber auch anderen berühmten Liverpooler Stars wie Cilla Black. Abends und an Wochenenden herrscht in der Straße reges Treiben. Das Hard Day's Night Hotel ist ein Beatles-Themenhotel. Das 8 Millionen Pfund Projekt wurde mit einem EU-Zuschuss von 2,3 Millionen Pfund gefördert und 2004 eröffnet. Hoch oben an der Fassade befinden sich einige leicht skurrile Statuen
der Beatles. Die John Lennon-Statue ist die beste davon. Die Statue von John Lennon in der Matthew Street stellt ihn als jungen Mann mit Lederjacke dar. Viele Menschen aus der ganzen Welt halten an, um sich neben John fotografieren zu lassen. Zwischen 1961 und 1963 spielten die Beatles 292 Mal im Cavern Club. Dies ist nicht der ursprüngliche Cavern Club. Das Gebäude, in dem er sich befand, wurde leider abgerissen. Dieser neue Cavern Club ist eine sehr gute Reproduktion des Originals. Bevor sie auf die Bühne gingen, besuchten die Beatles auf den Grapes Pub, weiter unten in der Matthew Street. Hoch an der Wand in der Matthew Street hängt das Kunstwerk mit dem Namen Four Lads Who Shook the World. Es wurde von Arthur Dooley geschaffen. John Lennon ist als Baby dargestellt. Das Magical History Museum beherbergt auf 3 Etagen eine gigantische Sammlung von Beatles-Memorabilien. Es erinnert nicht nur an die Fab Four, sondern auch an den Schlagzeuger Pete Best, der durch Ringo Starr ersetzt wurde, und den Bassgitarristen Stuart Sutcliffe, der im Alter von 21 Jahren in Hamburg starb. Nun fahren wir 3,5 Meilen oder 5,5 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt in den Vorort West Derby. Im Keller eines großen Hauses an der Straße namens Hayman's Green befindet sich der Casbah Coffee Club. Hier spielten Paul, John, George und Pete Best ihre ersten Konzerte. Der Casbah Coffee Club war im Besitz von Pete Bests Mutter Mona und ist ein faszinierender Ort, den man unbedingt besuchen sollte, denn er ist voller Fotos und Erinnerungsstücke, die einen in die späten 1950er und frühen 1960er Jahre zurückversetzen. Die Beatles Story im Albert Dock handelt von der bemerkenswerten Erfolgsgeschichte der Fab Four und ist eine preisgekrönte Attraktion. Der White Room ist beeindruckend und unvergesslich. Das Europäische Friedensdenkmal oder das John Lennon Friedensdenkmal wurde den Menschen in Europa anlässlich John Lennons 70. Geburtstag übergeben. Es wurde von der Global Peace Initiative in Auftrag gegeben und von der Künstlerin Lauren Voyers im Alter von nur 19 Jahren entworfen. Es wurde am 9. Oktober 2010 im Chivas Park in der Nähe des Hilton Hotels enthüllt. Später wurde es an seinen jetzigen Standort vor dem Jury's Hotel versetzt. Wir werden den National Trust Minibus nehmen, um die Häuser aus den Kindheitstagen der Beatles zu besuchen. Um ihr Ticket to Ride zu bekommen, ihr Ticket für die Fahrt, müssen Sie im Voraus buchen. Paul McCartney lebte mit seiner Familie von 1955 bis 1964 in der 20 Forthlin Road, Allerton. Das Innere des kleinen Reihenhauses ist mit Möbeln und Erinnerungsstücken aus den 1950er Jahren eingerichtet. Man kann sich leicht vorstellen, wie Paul und seine Familie im vorderen Zimmer sitzen und singen. Übrigens ist es nicht erlaubt, Fotos von der Inneneinrichtung zu machen. Wir fahren weiter zur letzten Beatles-Stätte auf der Tour, Nummer 251 Manlove Avenue, Wilton, wo John Lennon mit seiner Tante Mimi lebte. Es ist ein ziemlich großes Doppelhaus mit einem Vorgarten und einem Garten auf der Rückseite. Das Haus ist eine Zeitkapsel der frühen 1960er Jahre. Beachten Sie bitte, dass das Fotografieren nicht erlaubt ist. Auf dem Dach befindet sich sogar eine alte 405er Fernsehantenne. Johns Zimmer war das kleine Zimmer an der Vorderseite.
An ihn erinnert eine blaue Gedenktafel, vielleicht die berühmteste blaue Gedenktafel in Liverpool. Und damit endet unsere Tour zu 47 Beatles Locations in Liverpool und Wirral. Ich hoffe, Sie fanden sie interessant. Bitte helfen Sie mir, eine positive Botschaft auszusenden. Klicken Sie auf den Like-Button, abonnieren Sie den Kanal und schreiben Sie einen Kommentar. Auf unserer langen und kurvenreichen, our long unwinding Tour zu 47 Schauplätzen der Beatles in Liverpool und Wirral haben wir eine Strecke von 47 Meilen zurückgelegt. Luftlinie. Das entspricht ungefähr 75 Kilometern. Wenn Sie an einer kürzeren Tour interessiert sind, dann können Sie an einem meiner Liverpool Photowalks teilnehmen. Mehr Details auf meiner aiden.co.uk Website. Wenn Sie also das Video interessant fanden, dann bitte klicken Sie den Gefällt mir-Button, schreiben Sie einen Kommentar und abonnieren Sie den Kanal für mehr Beiträge zum Thema Städte und Reisen, einschließlich eines Beitrags über die Beatles in Hamburg. Es heißt also Auf Wiedersehen von mir. Und ich verabschiede mich mit den Worten eines unbenannten Schreibers auf der Website des John Lennon Peace Movement. John Lennon hat uns gelehrt, für das einzutreten, woran wir glauben, und große Träume zu haben. Er setzte sich für den Frieden ein und viele Menschen hörten ihm zu. Deshalb wird man sich an John Lennon als Friedensaktivist erinnern. Seine legendären Ideen werden für immer in Erinnerung bleiben, solange wir alle leben werden.